Mystery Meals gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Wir haben hier das Mystery Meal von Brr Brr Patapim. Das von Bombardino Krokodilo. Das schwebt einfach in der Luft. Das Mystery Meal von Tralalero Tralala. Oh, da ist doch gerade so ein Brüll rausgekommen, oder? Das von Udin Din Din Dun. Das ist das stärkste Tail Brainrot Monster. Das von Boneka Ambalabu Ballerina Cappuccina. Hat die gerade geblinzelt? Und das von Chimpanzini Bananini. Aber wir haben auch noch das gruseligste Tail Brainrot Mystery Meal von allen gekauft. Und das ist das Tung 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 Sahur Mystery Meal. Das ist so gruselig, dass wir es hier in dieses Gefängnis gesperrt haben. Lass mich hier raus! Oh, hat das gerade gesprochen? Und gesagt, dass wir es hier rauslassen sollen? Freunde, das können wir erst bei 10.000 Likes auf dieses Video machen. Weil vorher geht dieses Gefängnis nicht auf. Aber in diesem Mystery Meal sind bestimmt die krassesten Sachen drin. Also gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben, damit wir die 10.000 Likes schaffen. Aber mit welchem Italian Brainrot Mystery Meal fangen wir an? Das lassen wir euch, die Zuschauer, entscheiden. Schreibt jetzt euer Lieblings-Mystery Meal in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, das sind wir dann als Erstes. Lass mich jetzt sofort aus diesem stinkenden Gefängnis hier raus! Wow, chill, bei 10.000 Likes lassen wir dich ja raus. Aber jetzt lasst uns direkt mal schauen, für welches Mystery Meal ihr euch entschieden habt. Ihr habt euch entschieden das Udin Dun Mystery Meal. Oh, der bewegt sich gerade auch und zeigt seine Muskeln. Ist ja viel zu krass, dann fangen wir mit ihm direkt an. Boah, das ist auch richtig schwer. Und das bedeutet, da sind viele Sachen drin. Schauen wir direkt mal rein und wow. Hier sind mehrere Spielzeuge drin und die sehen richtig cool aus. Aber wir holen jetzt erstmal was zu essen raus. Ich hab schon richtig Hunger. Und wow, das hier ist ein Cheeseburger, so wie es aussieht. Packen wir den direkt mal aus. Das hier ist kein normaler Cheeseburger, Freunde. Sondern das Brötchen ist einfach eine Orange. Aber macht schon Sinn. Weil Udin Dun ist ja auch eine Orange. Probieren wir direkt mal, wie dieser Orangenburger schmeckt. Boah, eigentlich gar nicht so schlecht. Ein fruchtiger Burger halt. Den esse ich nachher noch weiter, aber jetzt holen wir erstmal das erste Spielzeug aus diesem Mystery Meal. Und boah, das ist irgend so eine Tüte. Und das ist eine Italian Brainrot Überraschungstüte. Boah, das bedeutet, da ist irgendeine Italian Brainrot Figur drin. Aber wir wissen nicht welche. Lass uns direkt mal reinschauen und herausfinden, welche Figur das ist. Wir schütten es mal auf den Tisch und wow. Hier drin war einfach Tralalero Tralala. Ist ja super krass, dem sein Mystery Meal. Den wir gleich auch noch. Und hier drin waren auch noch 3 Sammelkarten. Einmal von Tung 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 Sahur, Chimpanzini Bananini und Cacto Hippopotamo. Ist ja super cool. Die kommen in meine Sammlung. Aber das war's immer noch nicht. Drin ist nämlich noch so ein komisches Gläschen. Und da steht Mädchenzaubertrank drauf. Oh, und wenn man den hier über Personen oder Gegenstände schüttet, werden die einfach ein Mädchen. Sollen wir den über die Tralalero Tralala Figur schütten? Ich dachte, das wäre lustig. Und dann finden wir heraus, wie er als Mädchen aussieht. Machen wir das direkt mal. So, hier ein bisschen was von dem Mädchenzaubertrank über ihn drüber. Ich glaube, das sollte reichen. Wow, er verwandelt sich auch schon. Und jetzt ist er ein Tralalero Tralala Mädchen geworden. Schaut mal, wie lustig die aussieht. Das bedeutet, dieser Mädchenzaubertrank funktioniert wirklich. Ja, ich würde sagen, wir holen direkt das zweite Spielzeug. Aus dem Udin Dun Mystery Meal. Und das ist ein Italian Brainrot 3D-Puzzle? Was soll das denn sein? Machen wir es direkt mal auf und wow. Freunde, hier drin sind ganz viele kleine Puzzleteile. Und die müssen wir jetzt zu diesem Monster hier zusammenbauen. Machen wir das direkt mal. Das hier kommt, glaube ich, hier hin. Das hier da drauf. So, jetzt nur noch diesen Wecker hier oben drauf machen. Und fertig ist unser riesen Italian Brainrot Monster. Das ist einfach eine Mischung aus allen Charakteren. Freunde, wenn ihr auch so ein 3D-Puzzle haben wollt, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Jetzt ist ein Mystery Meal. Und in den Dun aber leider nichts mehr drin. Und das bedeutet, wir können direkt das nächste öffnen. Und wir machen jetzt direkt weiter mit dem Mystery Meal von Tralalero Tralala. Das hat ja vorher so komisch gebrüllt. Vielleicht ist hier der echte Tralalero Tralala drin. Aber wartet mal. Hier auf der Rückseite vom Mystery Meal steht irgendwas drauf. Öffne die Tüte zuerst. Und wow, hier ist auch ein Bild von irgendeiner Tüte drauf. Ach stimmt, die wurde zu den ganzen Mystery Meals dazu geliefert. Die steht jetzt hier hinten, Freunde. Dann machen wir direkt mal, was auf der Mystery Meal steht. Und schaut zuerst mal in diese Tüte hier rein. So, sie ist offen und hier drin ist irgendwas Gelbes. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine riesige Rettungsweste. Ziehen wir uns die direkt mal an. So, sie passt. Aber eigentlich ist sie nur dafür da, damit man im Wasser nicht untergeht. Das Ding ist, hier ist doch nirgends Wasser. Öffnen wir mal das Mystery Meal und wow. Doch hier, Freunde, da drin ist einfach Wasser. Deswegen sollten wir uns die Rettungsweste anziehen. Aber naja, in diesem Wasser schwimmen irgendwelche Sachen drin. Ich glaube, das hier ist der Burger. Aber das ist kein normaler Burger, sondern ein Fischburger. Und auf dem ist einfach ein ganzer Fisch drauf. Das ist viel zu krass. Normalerweise ist der Fisch doch frittiert. Na egal, probieren wir diesen Fischburger trotzdem. Ich beiß einmal rein. Der schmeckt doch nur nach rohem Fisch, Freunde. Ich würde sagen, den braten wir uns nachher noch in der Pfanne. So will ich den nicht essen, Freunde. Hier im Tralalero Tralala Mystery Meal schwimmt aber noch mehr. Und das hier ist ein Tralalero Tralala Rennauto. Das sieht ja viel zu krass aus. Hier ist auch die Fernbedienung dazu. Lassen wir es direkt mal fahren. Wow. Das funktioniert. Wir stellen es mal auf den Boden, weil hier haben wir mehr Platz. Und wow, das ist super schnell, Freunde. Das ist ein richtig cooles Rennauto. Und das sieht genauso aus wie Tralalero Tralala.
Schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Oh, ich hab da was Großes. Und das ist ein Aquarium. Warum ist hier denn ein Aquarium drin? Hier drin ist auf jeden Fall irgend so ein Zettel. Holen wir den mal raus. Und boah, hier steht, wie wir unseren eigenen Tralalero-Tralala züchten können. Zuerst müssen wir das Aquarium natürlich mit Wasser füllen. Das machen wir auch direkt mal so. Ganz nach oben, bis es voll ist. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir dieses Ei hier ins Wasser tun. Das ist bestimmt das Ei von Tralalero-Tralala. Rein damit. So, und das ist drin. Und jetzt sollen wir dieses Futter hier ins Aquarium mit reintun. Macht Sinn. Baby Tralalero. Braucht ja auch was zu essen. So, hier einmal rein damit. Bah, das ist übel grün. Und sieht so aus wie Algen. Und jetzt müssen wir warten, bis Tralalero Tralala hier drin schlüpft. Stellen wir so lange mal zur Seite. Und schauen da gleich nochmal rein. Bleib dran, um nicht zu verpassen, wie Tralalero schlüpft. Oh, hier in seinem Mystery Meal ist noch mehr. Und das sind Gummibärchen, aus denen man sich einen Burger zusammenbauen kann. Hier haben wir das Brötchen, die Tomate, den Salat und so weiter, Freunde. Machen wir das direkt mal. Ich reiß die Verpackung auf. So, jetzt liegen hier alle Zutaten. Und jetzt können wir anfangen, unseren Burger zu bauen. Wir nehmen ein Brötchen. Darauf kommt Salat. Jetzt das Fleisch hier oben drauf. Darauf kommt jetzt die Tomate und die Zwiebeln. Und jetzt fehlt uns nur noch die obere Hälfte vom Brötchen. Die kommt oben drauf. Und fertig ist unser Gummibärchen-Burger. Probieren wir direkt mal, wie er schmeckt. Ich beiß rein. Boah, der ist übel lecker. Schmeckt halt nach Gummibärchen. Gehen wir jetzt nachher noch weiter. Stopp, Doktor, an deiner Weste steht etwas. Hey, was soll das sein, Vogelmann? Aber du hast recht, hier steht wirklich was. Nämlich ein Zettel, der sagt, dass wir an diesem roten Teil hier ziehen sollen. Aber dann bläst sich diese Schwimmweste hier doch bestimmt auf. Freunde, wenn wir das wirklich machen sollen, dann schreibt jetzt mal Tralalero, Tralala in die Kommentare. Und wenn es ganz viele von euch machen, dann ziehen wir hier dran. Na, schauen wir mal, was noch im Tralalero, Tralala Mystery Meal drin ist. Und wow, was ist das hier? Ich glaube, das ist nochmal ein Spielzeug und das ist mit Wasser gefüllt. Und da drin ist auch eine Figur von Tralalero, Tralala. Ist ja super komisch, aber hier unten ist auch so ein roter Knopf. Drücken wir den mal. Let's go! Wow! Da kam gerade ein Wasserstrahl raus. Das heißt, das hier ist ein Tralalero, Tralala Wasserblaster. Ich spritz dich nass, Vogelmann. Halt, stopp, bitte, hör auf, stopp. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Aber das ist der coolste Blaster jemals. Das Ding ist hoch. Ich bekomme gerade voll viele Benachrichtigungen. Weil voll viele von euch Tralalero, Tralala in die Kommentare schreiben. Das bedeutet, die wollen, dass ich an diesen zwei roten Teilen hier ziehe. Ich habe ein bisschen Angst, aber okay, dann machen wir das jetzt. In 3, 2, 1, let's go. Wow. Oh nein, diese Rettungsweste hat sich gerade wirklich aufgeblasen. Und ich stecke jetzt daran fest. Naja, hier ist Tralalero, Tralala Mystery Meal. Jetzt auf jeden Fall nichts mehr, das ist komplett leer. Und deswegen machen wir jetzt direkt mit dem nächsten Italian Brainrock Mystery Meal weiter. Haben wir schon die 10.000 Likes für das Tung Sahur Mystery Meal erreicht? Nein, Loser, euch fehlen immer noch 3 Likes. Was? Es fehlen nur noch 3 Likes? Wenn du noch keinen Daumen nach oben gegeben hast, dann mach das jetzt direkt. Und dann öffnen wir das Tung Sahur Mystery Meal. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Monika Malabu Mystery Meal weiter. Das ist mein Lieblings-Italian Brainrock Monster. Boah, was ist hier denn drin? Ich fange mal mit was harmlosem an. Und das hier ist irgend so eine Tube. Und da steht Froschschleim drauf. Igitt, das ist Monika Malabus Schleim. Lass uns direkt mal schauen, wie der aussieht. Ich quetsch mal ein bisschen was raus und da kamen gerade schon irgendwelche Blasen raus. Und das ist einfach so grüner, ekliger Schleim. Das Ding ist, boah, riechen tut der eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir probieren den einfach mal. Boah. Der ist super lecker, Freunde. Wow. Schmeckt ein bisschen nach pürierten Früchten. Das hätte ich nicht erwartet. Naja, schauen wir mal, ob hier noch mehr leckere Sachen drin sind. Und wow. Das hier ist eine riesige Burgerverpackung. Und hier steht Fliegenburger drauf. Was? Hier drin ist ein Fliegenburger? Ich meine, es macht Sinn, weil Frösche essen ja gerne Fliegen. Machen wir die Verpackung mal auf und schaut mal. Hier auf diesem Burger sitzen ganz viele Fliegen. Und das Patty ist einfach eine riesige Fliege. Ich habe noch nie so eine große Fliege gesehen, Freunde. Naja, ich würde sagen, wir probieren diesen Burger trotzdem. Weil der Froschschleim hat ja vorhin auch gut geschmeckt. Vielleicht schmeckt dieser Fliegenburger ja auch. Ich beiß rein. Nein, der hat super eklig geschmeckt. Und dein ganzer Mund ist jetzt einfach braun. Das sind die zermanschten Fliegen. Zum Glück bin ich kein Frosch und musste den ganzen Tag essen. Hier Monika Malabu Mystery Meal ist aber noch mehr. Und das hier ist ein Froschroboter. Drehen ihn auf den Tisch. Wow. Er bewegt sich und hüpft gerade einfach auf dem Tisch herum. Ist das cool. Und was macht er jetzt? Er öffnet seinen Mund und streckt seine Zunge raus. Das ist ja viel zu cool. Das ist der coolste Froschroboter, den ich jemals gesehen habe. Wir haben ein neues Haustier, Freunde. Er hat mich gerade einfach im Gesicht abgeleckt. Lass das. Du kannst hier auf dem Boden ein bisschen weiter hüpfen. Und wir schauen währenddessen mal, was hier noch im Monika Malabu Happy Meal drin ist. Oh, die nächste Sache ist riesig. Das ist nämlich so ein großes glitzerndes Päckchen. Und da drauf steht Italian Brainrock Baustein-Set. Oh, das heißt, hier drin sind die Italian Brainrock Monster zum selber bauen. Wir haben hier Bombardino Krokodilo, Monika Malabu Patapim, Tung Sahur und Lila. Welches sollen wir aufbauen, Freunde? Schreibt jetzt mal euer Lieblingsset in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, nehmen wir dann. Ihr habt dafür noch 5 Sekunden Zeit. Und dann schauen wir nach. So, eure Zeit ist um und ihr habt euch entschieden für Patapim. Okay, dann bauen wir ihn jetzt schnell auf. So, einmal die ganzen Teile rausschütten. Hier ist auch die Anleitung. Und nach der bauen wir ihn jetzt direkt zusammen. So, dieses Teil muss hier drauf. Das hier dann hier drauf. So, jetzt nur noch seine Nase dran stecken. Und fertig ist unser Patapim aus Klemmbaustein. Schaut mal, der sieht genauso aus wie der echte. Und ich würde sagen, weil das Monika Malabu Mystery Meal jetzt leer ist, machen wir auch direkt mit seinem
kleine Mystery Meal weiter. Wow. Und das ist ultra schwer. Was ist da denn drin? Machen wir es direkt mal auf und wow. Schaut mal, dieses komplette Mystery Meal ist gefüllt mit Erde. Und wow, hier auf der Rückseite steht auch irgendwas drauf. Da ist Brr Patapim mit einer Schaufel und da steht Grabe und wow. Hier unten ist auch eine Schaufel dran. Dann benutzen wir die jetzt direkt mal. Und die Inhalte aus dem Mystery Meal auszugraben. Raus mit der ganzen Erde. Aber wow, ich glaube, ich hab da was. Ja. Und das sind 2 lange Stäbe. Und diese Stäbe sind Knochen. Was? Im Mystery Meal von Brr Patapim sind einfach Knochen drin. Wow. Ich will gar nicht wissen, von wem. Naja, ich grab mal noch tiefer. Und wow, ich bin auf noch was gestoßen. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine Kuchenbox. Boah, lecker. Das heißt, hier ist Kuchen drin. Lasst uns die direkt mal öffnen. So, und wow. Hier, Freunde, hier drin ist ein Kuchen. Aber durch den haben sich schon voll viele Würmer durchgefressen. Und der steht in so einem Wald mit Brr Patapim. Das ist einfach ein Waldkuchen. Lasst uns den direkt mal probieren. Ich hol ihn mal raus. Und beiß rein. Oh, wir haben den Wurm mitgegessen. Und boah. Der schmeckt nach Käsekuchen mit Erde, Freunde. Irgendwie nicht so lecker. Da habe ich schon bessere Kuchen gegessen. Weg mit dem. Holen wir mal die nächste Sache aus. So. Und boah, hier ist noch was Hartes drin. Und das ist, glaube ich, das Spielzeug. Ich zieh's mal raus und wow. Das ist ein Auto. Das von Brr Patapim gefahren wird. Und hier steht Brr Patapims Mystery-Toiletten drauf. Stimmt, hier hinten. Im Anhänger sind irgendwelche kleinen Mini-Toiletten drin. Aber das sind keine normalen Toiletten. Sondern, wenn man Wasser in die reinfüllt und das schüttelt, dann taucht in der Toilette eine Tail- und Brainrot-Monster auf. Okay, dann machen wir das direkt mal. Wir schütten ein bisschen Wasser hier oben in die Toilette rein, so bis sie ganz voll ist. Und jetzt müssen wir die nur noch schütteln. Und wow, schaut mal. Da drin ist irgendwie alles grün geworden. Ziehen wir mal die Schutzfolie hier vorne ab. So, jetzt kommt das ganze Toilettenwasser hier vorne raus, aber hier drin ist auch noch ein kleiner Tung Sahur. Ist ja viel zu cool. Freunde, wenn wir die anderen Mystery-Toiletten auch noch austesten sollen, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Hier, Patapim Mystery Meal ist aber, glaube ich, noch mehr. Und ja, schaut mal, Freunde. Hier drin schimmert irgendwas Goldenes. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine Schatztruhe. Wow, lasst uns die direkt mal öffnen. So, sie geht auf und wow. Hier drin sind ganz viele Diamanten, Freunde. Ist ja viel zu krass. Jetzt sind wir rein. Wir haben einfach einen Schatz ausgegraben. Na, jetzt ist hier nichts mehr drin außer Erde. Und deswegen machen wir direkt mit dem nächsten Mystery Meal weiter. Kannst du bitte das von Ballerina Cappuccino öffnen? Ich bin so an sie verliebt. Was? Du bist in Ballerina Cappuccino verliebt? Okay, dann machen wir halt mit ihrem Mystery Meal weiter. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Öffnen wir es direkt mal und boah. Dieses Mystery Meal ist bis oben hin voll. Und das erste, was ich hier drin sehe, ist irgend so eine Ballerina Cappuccino Box. Schaut mal, die ist hier überall drauf. Und ich würde sagen, wir machen die auch direkt mal auf. Let's go. Boah. Schaut mal, hier in dieser Box ist die echte Ballerina Cappuccino. Also eine Figur von ihr und die dreht sich hier oben. Ist ja viel zu krass. Und hier unter ihr irgendwelche Pommes mit so einer pinken, leibigen Soße drüber. Ja. Lass uns die direkt mal probieren. Einer mit. Und boah. Die haben genauso geschmeckt wie Pommes mit Mayo. Schaut mal, die haben meinen ganzen Mund pink gefärbt. Das sind komische Pommes. Ja, das nächste in diesem Ballerina Cappuccino Mystery Meal ist etwas zu trinken. Genauer gesagt. Ein Ballerina Cappuccino? Oh, Freunde, dann ist hier bestimmt Cappuccino drin. Und ja. Sieht so aus, Freunde. Probieren wir den direkt mal. Einer mit. Igitt, das hat nach Klowasser geschmeckt, Freunde. Und schaut mal da rein, Freunde. Da unten schwimmt auch so ein kleines Häufchen. Das kann man übel langziehen. Wie eklig. Das war bestimmt ein Prank von Ballerina Cappuccino. Na, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Und die nächste Sache ist übel groß. Denn das sind Ballerina Cappuccinos Schuhe. Da steht drauf, dass wir die nicht anziehen sollen. Das Ding ist, wir lassen uns doch nicht sagen, Freunde. Und probieren ihre Schuhe direkt mal an. So, Schuh Nummer 1. Und Schuh Nummer 2. Wow, was passiert da gerade? Die Schuhe bewegen irgendwie meine Füße. Ich kann dagegen nichts tun. Wow. Ich drehe mich einfach so wie eine Ballerina, Freunde. Du musst diese Schuhe schnell wieder ausziehen. Ich versuche mal einzugreifen. So, weg mit denen. Und jetzt können wir uns wieder normal bewegen. Boah. Wir hätten auf Ballerina Cappuccino hören sollen. Aber das bedeutet, sie kann nur so gut tanzen, weil sie diese Schuhe hier anhat. Jetzt kennen wir dein Geheimnis, Ballerina Cappuccino. Das Ding ist, wow, hier in dem Mystery Meal ist noch was. Und das ist ein Gummibärchen-Schminkset. Wow, das bedeutet, damit können wir uns schminken. Und dann sehen wir genauso aus wie Ballerina Cappuccino. Nehmen wir uns mal einen Pinsel raus, wälzen ihn ein bisschen in dieser Schminke und schminken uns jetzt damit. Oh, ich bin Ballerina Cappuccino. Und den Pinsel können wir jetzt sogar essen. Und die Schminke auch. Die schmeckt super lecker, aber das Ballerina Cappuccino Mystery Meal ist jetzt komplett leer. Und deswegen machen wir jetzt direkt mit dem nächsten Mystery Meal weiter. Wir haben noch das von Bombardino Krokodilo. Das von Schimpanzini Bananini. Und das Tung Sahur Mystery Meal. Das öffnen wir ganz am Ende vom Video. Also bleibt dran, um das nicht zu verpassen. Jetzt schauen wir aber erst was im Schimpanzini Bananini Mystery Meal drin ist. Und wow. Hier ganz oben liegt schon das Spielzeug und das ist so eine wabbelige Schimpanzini Bananini Figur. Packen wir die direkt mal aus. So, raus aus ihrer Verpackung. Und boah, die kann man übel langziehen, Freunde. Und die ist übel klebrig. Schaut mal, wenn wir die an die Decke werfen. Ja, wow. Dann bleibt sie da einfach kleben. Das ist ja super lustig, wenn ihr auch so eine Figur haben wollt. Schreibt mir Schimpanzini in die Kommentare. Das nächste im Schimpanzini Bananini Mystery Meal ist wieder eine Kuchenbox. Lass uns direkt mal schauen, wie Schimpanzini Bananinis Kuchen aussieht. Und wow. Schaut mal, hier liegt Schimpanzini Bananini gerade am Strand. Und sein Kuchen besteht, glaube ich, aus Sand, oder? Ja. Lass ihn uns mal hochheben. Und boah, ja, das sieht aus wie ein Sandkuchen. Probieren wir ihn mal. Rein damit. Und ja, das ist purer Sand, Freunde. Schaut mal, der zerbröselt.
richtig. Ich hab gedacht, man kann es essen. Aber ich glaube, damit sollte man eigentlich nur spielen. Tun wir diesen Sandkuchen mal zur Seite. Und schauen, was hier noch so drin ist. Und wow. Das hier ist ein Lila versus Chimpanzini Bananini Film. Wie cool, darin kämpfen beide gegeneinander. Und dieser Film ist ab 18. Das heißt, er muss super krass sein. Freunde, wenn wir den anschauen sollen, dann abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal. Und dann machen wir das in einem der nächsten Videos. Hier drin ist aber noch mehr. Und wow, ich glaube, das ist wieder was zu essen. Nämlich ein Päckchen und hier steht Primatenfrüchte drauf. Boah, das bedeutet, das hier ist eine Fruchttüte. Machen wir die direkt mal auf. Und schau mal da drin. Sind so halb vergammelte Bananen. Die sind schon richtig schleimig geworden. Na, probieren wir trotzdem mal ein Stückchen. Die kann man nicht mehr essen, Freunde. Na, das Chimpanzini Bananini Mystery hier ist jetzt leer. Und bevor wir das von Tung Sahur öffnen, schauen wir jetzt noch in das von Bombardino Krokodilo rein. Und jetzt direkt mal aus dem Himmel und öffnen es. Und boah, hier drin ist einfach ein riesiges Bombardino Krokodilo Kuscheltier. Und das sieht super lustig aus. Aber wartet mal. Das ist kein normales Kuscheltier. Ich spüre hier drin irgendwas. Freunde, wenn wir das aufschneiden sollen, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Ich leg so lange mal hier zur Seite. Und wir schauen, was hier noch in dem Mystery Meal von ihm drin ist. Wow. Das hier ist so ein roter Knopf. Und hier oben steht, drück, wenn du dich traust, drauf. Oh, wenn wir diesen Knopf drücken, passiert bestimmt irgendwas Krasses. Ich würde sagen, den drücken wir ganz am Ende vom Video. Also bleibt dran, um das nicht zu verpassen. Hier drin ist aber noch mehr. Oh, die nächste Sache ist eiskalt. Das ist nämlich Eis. Schmelze das Eis. Mystery-Figuren-Spiel. Freunde, wir müssen es schaffen, diesen Eisblock hier zum Schmelzen zu bringen. Und darin ist dann irgendeine Italian Brainrot-Figur. Versuchen wir das mal durch unseren Atem schmelzen zu lassen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und deswegen schummeln wir jetzt ein bisschen. Und zerschlagen das Eis einfach mit einem Hammer. Und wir ein paar Mal drauf. Let's go. Boah, es funktioniert. Das ganze Eis zerbricht und darin ist einfach eine Baby Bombardino Krokodilo Figur. Boah, das ist super cool. Hier ein Bombardino Krokodilo Mystery Meal. Ist aber noch mehr. Und das ist ein riesiges Krokodil mit einem Burger in seinem Mund. Boah, das bedeutet, wenn wir an diesen leckeren Burger hier drin kommen wollen, müssen wir in den Mund vom Krokodil reingreifen. Okay, dann machen wir das einfach mal. Ich zieh ihn schnell raus. Wow, das Krokodil hat zugebissen. Wow. Ich hab den Burger. Und der schmeckt richtig lecker. Hier, Vogelmann, den kannst du essen. Jetzt ist hier drin noch eine letzte Sache. Und dann machen wir mit dem bösen Tung Sahur Mystery Meal weiter. Und diese letzte Sache ist so ein Wabbelkrokodil. Schaut mal, das kann man übel langziehen. Und jetzt sieht's übel komisch aus. Das ist ja super lustig. Wow, die 10.000 Likes sind erreicht. Der Like-Alarm ist angegangen. Und deswegen öffnen wir jetzt direkt das Tung Sahur Mystery Meal. Ich hol's direkt aus dem Gefängnis raus. Und wir öffnen es. Boah, ihr habt das doch gerade auch gehört, oder, Freunde? Aus diesem Aquarium, in dem wir Tralalero Tralala züchten, kommen nur irgendwelche Geräusche. Vielleicht ist er ja geschlüpft. Schütten wir den Inhalt direkt mal in dieses Becken hier. Der ist übel schleimig. Wow. Schaut mal. Aus dem Aquarium. Ist wirklich so ein kleiner Tralalero Tralala rausgekommen. Und der hat nur einen großen Schuh an. Weil er ein Baby ist. Ist ja super lustig, aber jetzt schauen wir direkt mal in das gruselige Tung Sahur Mystery Meal rein. Und boah, die erste Sache hier drin ist riesig. Denn das hier ist ein Tung Sahur Horrorsack. Oh nein, da drin liegt bestimmt ein echter Tung Sahur. Machen wir mal die Verpackung weg. So, und schauen rein. Wir öffnen den Sack und boah. Es sieht so aus, als ob wir erstmal nach Tung Sahur buddeln müssen. Und boah, ja. Hier hinten ist auch eine Schaufel dran. Und mit der können wir das machen. Ich stech direkt mal rein. So, und boah. Diese Schicht hier oben drauf ist übel hart. Aber man kann sie mit der Schaufel wegbrechen. Ich benutze einfach mal die Hände dafür. Dann geht das Ganze schneller. Und wow, es sieht so aus, als ob hier drin irgend so eine Mumie oder so liegt. Ja, Freunde, schaut mal. Und in die schauen wir jetzt rein. Ich würde sagen, wir reißen diese Mumie direkt mal auf. Und darin ist irgend so ein Päckchen. Lass uns das hier mal rausholen. Und boah, dieses Päckchen ist übel wabbelig. Aber da drin spüre ich auch harte Sachen. Lass uns das Ganze mal öffnen. So, boah. Da drin ist irgend so ein grüner Schleim. Und in dem sind die Bauteile für ein Tung Sahur. Hier ist zum Beispiel ein Fuß, den können wir unten dran stecken. Hier haben wir nochmal einen Fuß. Und jetzt fehlen noch seine Arme. Nummer 1 und Nummer 2. Und fertig ist unsere Tung Sahur Figur. Das war ja ein ultra cooles Spielzeug. Hier in diesem Mystery Meal ist aber auch noch ein Cheeseburger. Lass uns den direkt mal auspacken. Der sieht nämlich ziemlich klein aus und wow. Freunde, das hier ist kein normaler Cheeseburger. Sondern der ist einfach aus Holz. Ja, Freunde, den können wir nicht essen. Das Ding ist Tung Sahur ist ja auch aus Holz. Also macht es schon Sinn, dass sein Burger auch aus Holz ist. Ah, nee. Den können wir wirklich nicht essen. Hier Mystery Meal von Tung Sahur. Ist aber noch mehr und das hier ist irgendeine Verpackung und darin ist irgendwas. Lass uns mal schauen, was da drin ist und wow. Schaut mal, das hier ist einfach eine goldene Tung Sahur Figur. Wie krass, die ist bestimmt übel selten. Jetzt habe ich aber Lust, endlich diesen komischen Knopf von Bombardino Krokodilo zu drücken. Freunde, gebt einen fetten Daumen nach oben für diese Aktion. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir drücken in den 3, 2, 1 und let's go!